Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Playmocast. Ich begrüße euch wie immer ganz, ganz herzlich, liebes Publikum, und ja, sag auch wie in jeder Folge Hallo Philipp. Und ich sag wieder Hallo Lars. So, aufgrund der aktuellen Lage, nicht der politischen oder der Lage des Sports wegen der WM, sondern aufgrund der aktuellen Kalendersituation, die wir ja gerade haben, beschäftigen wir uns in dieser Folge, wie ja auch schon im Titel steht, mit den Adventskalendern, Philipp. Ja, erschlägt mich ja fast, ne? Ja, das ist eine ganze Menge, ne? Ja, ist eine ganze Menge. Wir haben es ja, du hast es einmal alles rausgesucht. Wir haben mal versucht, uns einen Überblick zu verschaffen. Wir haben grob durchgezählt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind wir auf über 50 Stück gekommen. Ich glaube, es waren 56 Stück. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Masse, die wir gar nicht hier behandeln können. Und aufgrund dessen haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir uns nur so 2, 3 Highlights daraus picken wollen, was dir so gefallen hat, was mir so gefallen hat. Und ja, dann hangeln wir uns da lang, ne? Es gibt ja auch relativ viele Kalender, die sich da so ein bisschen ähneln, gerade thematisch. Es gibt natürlich den allgemeinen Weihnachts-Adventskalender, wo es um den Weihnachtsmann und verschiedene Weihnachtsszenarien geht. Also das sind dann oft auch gleiche Motive, gleiche Themen, die man da verwendet. Und diese Themen wurden dann durch die Jahre immer wieder neu aufgelegt. Und dann gibt es natürlich auch jetzt zu diesen bestimmten Themen, über die wir teilweise im Podcast schon gesprochen haben oder sonst auch noch sprechen werden, auch noch Kalender. Zum Beispiel gibt es ja, zum Thema Polizei oder zu anderen Playmobil-Themen dann spezielle Kalender, die wir eben auch gleich vorstellen werden. Und ja, überraschend fand ich, dass es die Kalender noch gar nicht so lange gibt. Und ja, ich habe gesehen, der erste Kalender, den Playmobil auf den Markt gebracht hat, der kam 1997 auf den Markt. Ja, ich hatte dafür überhaupt kein Gefühl. Ja. Wir hatten ja schon in der Vorbereitung einmal darüber gesprochen. Ich kann mich zumindest daran erinnern, den als Kind mal wahrgenommen zu haben, dass ein anderes Kind den hatte aber ja selber keinen Bezug dazu. Ich hätte es nicht einschätzen können, ob der Anfang der 90er oder schon Mitte der 80er rausgekommen wäre. Also da war ich auch ja schon überrascht, aber kurz vor den 2000ern erst, das schon recht spät, ne? Ja, finde ich auch. Und ich habe die auch als Kind gar nicht wahrgenommen. Also die waren ja relativ spät in meiner Playmobil-Kindheitsphase. Also da sind die fast komplett an mir vorbeigegangen. So entstand da auch nie irgendwie als Kind der Wunsch, den noch haben zu wollen. Aber ich glaube, also wenn jetzt Leute in unserem Alter den Podcast hören, dann werden die vielleicht auch dann wenig Berührungspunkte damit haben. Aber ich glaube, sobald du Kinder hast, die jetzt im Playmobil-fähigen Alter sind, dann ist das ja dann eine ganz andere Geschichte, weil dann sind ja Adventskalender ein Thema und auch nicht nur die aktuellen, die wir vorstellen, sondern auch die es so in den Jahren gab. Und dazu habe ich gleich eine kleine Geschichte mitgebracht, weil ich hatte wirklich nie Bezug zu diesen Adventskalendern und konnte damit irgendwie auch nicht viel anfangen. Aber ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal Adventskalender gekauft. Einer ist noch aktuell verfügbar und der andere ist ein bisschen älter. Also darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Aber ja, fand ich ganz witzig irgendwie, dass da wirklich ein Adventskalender bei war zu einem Lizenzthema, der mir richtig gut gefallen hat. Aber das können wir ja dann im Laufe der nächsten 20 oder 30 Minuten besprechen. Ja, ich habe tatsächlich auch aktuell einen, aber auch nur, weil er mir unvorbereitet geschenkt wurde. Ja? Es bimmelte an der Tür und auf einmal war er da. Ein Geschenk. Ich habe den aktuellen Vaitopia-Kalender aktuell, ja. Ah ja, stimmt, hast du mir erzählt, ne? Mhm. Stimmt. Genau, vielen Dank nochmal an den freundlichen Herren, Namensvetter von mir, der mir es geschickt hat. Vielen Dank. Cool. Ja, gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein, können wir den vorstellen. Ist einer der aktuellen Kalender, ich glaube 5 aktuelle oder 5 neue Kalender sind draußen. Ich glaube es waren 5, bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. 6. 6, okay, 6 neue Kalender kamen, glaube ich, im September
diesen Jahres auf den Markt und da werden wir die auch gleich nochmal nennen. Und ja, der Waldtopia-Kalender ist da auf jeden Fall einer von denen, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Und dann haben wir natürlich auch ein anderes Lizenzthema dabei. Das ist die Asterix-Reihe, die wir irgendwann auch nochmal beleuchten werden. Da gehen wir dann in der spezifischen Folge, glaube ich, nochmal drauf ein. Und dann, ja, Philipp, können wir eigentlich gleich mit den anderen aktuellen weitermachen, oder? Dann mal los. Dann haben wir zum Beispiel noch den Adventskalender zu dem Thema Duck on Call. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Konnte ich immer nicht so einordnen. Ist für mich so eine Mischung aus Playmobil 1, 2, 3 und der normalen Playmobil-Serie. Ist auch ein eigenes Thema. Da geht es um Douglas. Douglas ist so eine süße Ente. Stellen wir euch auch nochmal irgendwann vor. Ein Und, verzauberter Junge, ne? genau, ja, Ja, stimmt. genau. Stimmt, ja. Douglas, genau. Ja, und Police ist dabei, ich glaube Freddy Fire, Mikey Medic lese ich hier gerade noch, Mr. Hands und Queen Mayer. Alles Figuren aus der Reihe, wie gesagt. Douglas. Erinnert mich so ein bisschen an Paw Patrol. Ja, finde ich auch. Ist Ja, mit sehr, sehr vielen Parallelen so behaftet, ne? ja. Genau. Ja. Und ich glaube, spricht auch ungefähr das gleiche Alter an, ne? Ja, ne, hat die gleiche Zielgruppe, ja, Ja. finde ich auch. Witzig ist hier in dem Set, dass da bei dem Adventskalender bei Douglas diese Eisenbahn dabei ist, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, ich weiß gar nicht, wie das Fachwort ist. Diese Eisenbahnen, die sie so gerne, also die auf Rädern sind und dann immer durch die Freizeitparks fahren. Die Eisenbahn kenne ich auch nur, weil ich ja selber so einen Freizeitpark gemacht habe, der noch nicht fertig ist. Und da habe ich mir auch so eine Bahn geholt von Playmobil. Und ich sehe gerade, dass das wirklich fast exakt die gleiche ist. Also das ist ein ganz süßes Detail hier. Hm. Und sonst, ja, wie gesagt, haben wir den Wildtopia-Kalender im Angebot. Der ist hier bei Playmobil auf der Homepage für 39,99 € verfügbar. Da sind natürlich, wie es zum Thema gehört, ganz, ganz viele Tiere dabei. Also alles Mögliche, was wir da so haben. Känguru Mama und Känguru Kind, ein Tiger und alles Mögliche wirklich. Da gibt es die ganze Auswahl. Könnt ihr gerne auch nochmal Folge 12 dazu hören. Da stellen wir euch das Wildtopia-Thema vor. Also das ist auch ganz süß und war ja irgendwie auch dann zu erwarten, dass dann zu diesem neuen Playmobil-Thema auch ein Kalender rauskommt. Philipp, einen ganz süßen Kalender, den ich hier gesehen habe, ist der Adventskalender mit dem Thema Weihnachtsbäckerei. Jetzt muss ich hier nur gerade gucken. Das ist die Produktnummer 71088. Ich weiß nicht, ob du den gerade vor dir hast. Habe ich nicht. Ich muss ihn mir kurz raussuchen. Ist auf der Homepage. Die gibt es nämlich den Adventskalender, wie gesagt, mit der Produktnummer 71088 mit dem Preis 24,99 €. Oder wenn man auf Amazon guckt, für 17,99 €. Ja, ist ein kleiner Unterschied. Also nur so ein kleiner Hinweis, wenn ihr den haben wollt. Dann, ja, Amazon ist da, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner. Ja, ist ausverkauft, ne? Ah ja, okay. Ja, ist ausverkauft. Guck mal, ab morgen geht's das schon. Ab übermorgen geht's los. Ja, stimmt. Der fleißige Rechner rechnet jetzt zurück und denkt sich, wann ist das denn überhaupt? Ja, wir nehmen jetzt auf, es dauert in 2 Tagen, werden die ersten Türchen schon geöffnet. Genau, heute ist nämlich der 29.11. Und genau, wenn die Folge rauskommt, dann ja, ist die Adventskalenderzeit schon voll im Gange. Genau. Dann ist es schon richtig losgegangen. So, dein Highlight aus dem Kalender? Mein Highlight aus dem Kalender ist eigentlich alles. Also ich mag diese Ablagefläche, diesen Tisch zum Backen. Ja. Finde auch das Nudelholz ganz süß und alle anderen Backzutaten, alle anderen Backzutaten sage ich schon. Backzutaten sind natürlich auch dabei, aber alle anderen Instrumente kann man vielleicht sagen. Da gibt es aber auch noch ein Wort, was vielleicht ein bisschen besser passt, aber mir fällt es gerade gar nicht Ja, ein. du hast so einen Pinsel, so eine Rührschüssel. Du hast hinten so einen Doppelherd, ne? Mit, also Herd, 2 Backöfen. Ein Backofen, ne? Genau, Genau. und beide so im Oberkörper hoch, ne? Also Ja. als ob die
In einer richtig modernen Fernsehküche. Ist alles mit Ja, wirklich, dabei. muss man sich nicht, Genau. nicht, nicht bücken, dann ist das nämlich rückenschonend, Philipp. Das Ja, wäre ja, in deinem Fall genau, auch richtig genau, gut. genau. Adventskranz oder Adventsgesteck dabei, ne? 4 Kerzen. Ja, Und der Tannenbaum in weiß, komplett verschneit. der ist weiß, ne? Finde ich also beim ersten Blick fand ich es ein bisschen weniger gut, Ja, aber ich finde schon cool. Ich find den schon süß. Ich mag auch diese ganzen Kugeln, die dabei sind und mag auch den Stern, der oben dran ist. ja. Und das Ganze ist natürlich auch, so wie ich es sehe, ein bisschen interaktiver. Es Ja, gibt auch noch ein paar Plättchenformen mit dabei. genau, genau. Das ist ja sowieso ein Highlight bei allen ja, Weihnachtssets von Playmobil jetzt aktuell. Da habe ich mir letzten Monat auch ein Weihnachtsset gekauft. Stellen wir in der Weihnachtsfolge irgendwann auch nochmal vor, denke ich mal. Da gibt es nämlich auch so eine Backform noch und dann, genau, gibt es diese Plätzchenform immer jetzt mit dabei und ja, kann die dann auch über dieses Set hinaus nutzen und hat davon irgendwie im Alltag und gerade in der Weihnachtszeit dann auch eine ganze Menge, weil das ja auch eine Form ist, die irgendwie im Optimalfall im Haushalt erhalten bleibt. Ne? Ja, wir haben da eine eigene große Tüte von. Also dann werden alle Formen da reingeschmissen und wir haben tatsächlich so total verschiedene Sachen. Also weiß ich nicht, wir haben sogar einen Geldschein, glaube ich. Ah, Also so ein Geldschein-Ausstecher, ne? Natürlich auch die klassischen Formen. 3 Sterne, die ineinander passen, 3 Ringe, hm, irgendwelche Tiere, die da mit bei sind. ja, Also eigentlich musst du da schon aussortieren, damit neue reinpassen. ja, glaube ich. Ja. Und bei dir? Wie bist du da organisiert? Hast du da auch? Ja, alles Mögliche, ja. Ich habe mir immer so in den letzten Jahren immer neu gekauft, also immer ein paar Sachen dazu. Irgendwann ist man da, glaube ich, auch ein bisschen, ja, durch, weil irgendwie gibt es dann Gesättigt. alle Formen. Ja, wirklich, so viel Auswahl gibt es ja dann doch nicht, wenn man da 12 Formen hat oder so, dann hat man ja eigentlich schon viele verschiedene. Ja. Da gibt es ja, ich glaube, die Sternschnuppe gibt es da, den Stern, Das was ist Herz. denn dann das Herz natürlich, das Ja. Herz darf nicht fehlen. Die Klassiker. Ja, Die Klassiker. da wird's warm, ja. Ja. Dann, was gibt's denn noch? Das Reh gibt's, glaube ich, ne? Aber das ist doch immer so ein Garant, wo die Beine denn verbrannt sind. Ja, genau, die sind immer viel zu Ja. dünn, ne? Da ist dann Ah. der Teig ein bisschen härter oder so. Ja, das ist immer kritisch, da hast du absolut recht, ja. Wir haben auch noch die Eule. Die Eule ist auch Oh, gut. Und die hat dann die so, Eule ist selten. ja, wo dann die Augen auch noch reingedrückt werden, ne? So in das Plättchen mit so einer kleinen Kante, wenn die dann Ah. aufgebacken wird, dass auch die Kontur noch mit da ist. Ja. Ja, sehe ich hier gerade auch in dem Playmobil-Set, habe ich so den Eindruck und auch die Erfahrung gemacht, dass das meistens gar nicht so gut funktioniert, wenn man so einen Stempel hat, weil je nach Triebmittel im Teig, ja, gehen die Konturen dann irgendwann auch verschwunden oder die verschwinden. Ja, Die gehen verloren, würde ich sagen. tja, da kann ich leider nichts zu beitragen, was die Backmischung angeht. Ja. Okay. Ja. Nee, also manchmal habe ich dann irgendwie auch ja, ein bisschen zu viel und dann geht der Teig so doll und dann ja, sind die Plätzchen zu groß geworden und somit verschwinden dann die Konturen dieser Stempel dann automatisch auch so ein bisschen. Aber machst du das alles nicht nach Rezept, sondern so frei Schnauze aus dem Nee, Handgelenk immer oder wie? Rezept. Nee, Rezept. Ich habe beim Backen eigentlich auch gelernt und auch so, ja, durch die Zeit dann erfahren, dass das immer das Beste ist. Also generell beim Kochen und beim Backen finde ich, dass man sich einfach ans Rezept hält, dann kann da nichts passieren. Sonst hast du immer so einen Faktor bei, der irgendwie unberechenbar ist und der kann dir dann echt, wenn du zu einem wichtigen Anlass kochst oder backst, der kann dir dann echt einiges kaputt machen, weil du es ja im Zweifelsfall nochmal komplett von vorne neu machen musst. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da so ist. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Backer oder Bäcker oder Koch. Also ich beschränke mich meistens auf leichte Gerichte. Hm? Weiß ich nicht, Nudeln, Ja. äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Nudeln, Spiegelei, ne? Ich meine, viel mehr mache ich mir eh nicht. Da bin ich Hm? wirklich basic unterwegs. Und ansonsten haben wir einen Thermomix. Der ist ganz cool, weil da kannst du ja für 2 Personen eigentlich auch ganz gut kochen, ne? Also ich meine, gut, aber wenn du Gäste holst, machst du damit auf jeden Fall nichts, weil kannst ja die Menge nicht. Und dann tippst du einfach rauf und suchst dir irgendwas raus. Aber dann sind diese Gerichte auch immer total advanced, ne?
Mhm. und rufen dann irgendwelche Zutaten auf, die ich nicht im Haus habe. So, Glaube so ich. und dann denke ich, okay, was machst du denn jetzt? Ja, und dann, okay, dann tippe ich das mal ein und suche irgendwie bei Google das und das Ersatzprodukt. Mhm. Und dann, ach so, das war gut, dann mache ich das da mal rein. Und dann wieder den nächsten Schritt weiter, auch wieder Ersatzprodukt, Ersatzprodukt. Und dann Mhm. denke ich, okay, ich will hier eigentlich was kochen, damit ich leicht habe. Ja. Und das Einzige, was ich mache, ist hier ständig substituieren, ne? Mhm. Ja, dann halte ich mich da auch eigentlich nie dran. Ja. Und vor allen Dingen, wo ich am meisten weniger reinmache, als gefordert ist Zucker. Ja, Zucker ist wirklich am schlimmsten, gerade auch beim Backen. Ja, Ja, was du darüber haben wir auch schon mal gesprochen, hast du ja auch schon mal gesagt, dass du meistens die Hälfte von dem Zucker reinmachst oder ihr die Hälfte von dem Zucker reinmacht, weil das ja wirklich komplett verrückt ist, was da teilweise an Zucker in den Kuchen rein soll. ja. Ich mir denke, boah, nee, Leute, also Also man kann auch mal ein bisschen abweichen davon, ne? ja, absolut, es schmeckt trotzdem noch. Ja. Ja, und hier haben wir auch ein paar, also wir sind immer noch in diesem Set, oder ich bin hier noch mal ganz kurz, in diesem 71088 Set, da gibt es auch so einen Kneter mit Knethaken, der ist dabei, damit der den ganzen Vorgang auch so ein bisschen leichter macht. Ist natürlich immer dann doch relativ mühsam, so einen Mürbeteig durchzukneten oder gerade wenn ich jetzt Stollen backe oder so, dann ist das schon so ein bisschen Arbeit. Ist natürlich jetzt nicht schlimm, aber mit so einem Kneter, da hast du natürlich ja, das Leben ein bisschen leichter und das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn ich hier in Rostock backe, weil dann habe ich diesen Kneter nicht und bei meinen Eltern ist er halt da und dann schmeiße ich da einfach alles rein, lasse den Kneter 2 Minuten laufen und dann kratze ich den Rand einmal mit dem Schaber so an, dass da der ganze Kram verschwindet und in die homogene Teigmasse geht und dann lasse ich es nochmal 2 Minuten laufen, kratze nochmal an und da hast du es irgendwie einfacher, dann hast du keinen Aufwand und da flutscht das und ja, Du brauchst einen hier, Kneter, ganz klar. ja, eigentlich schon, ne? Warum hast du noch keinen? Das ist eine gute Frage. Ich habe den nie gebraucht. Also ich habe mir so Mann. gedacht, Äh, wenn er da ist, ist gut, aber ich bin jetzt nicht davon abhängig eigentlich. Aber natürlich sind das so Sachen, die das Leben dann teilweise, glaube ich, schon ein bisschen leichter machen. sehr gut. Witziges Detail ist hier noch in dem Set noch ganz kurz die Milchpackung. Ich glaube, das sind hier ähm, oder mindestens eine Milchpackung. Dann ist hier noch so eine ähnliche Packung mit dabei und dann haben wir auch, ich glaube, das Mehltüten. Ich glaube, so eine Mehlpackung noch mit dabei. Und wir haben auch die, Streuselchen. ja, genau, genau, die und die Eier sind noch dabei. Also hier ist alles mit, ja, im Set vorhanden. Und ich finde auch wirklich richtig süß hier diese beiden Backbleche oder ein Backblech und ein Präsentierblech vielleicht, wo die ganzen Kekse drauf sind. Also das ist wirklich todessüß. Genauso süß wie die beiden Häschen, die hier mit im Set drin sind. Also das ist echt mein absolutes Highlight, glaube ich. Ja, finde ich ganz, ganz wundervoll. Und ein Pony ist noch dabei und ein Schneemann mit Schneebällen und der Weihnachtsmann. Also besser Mit geht's nicht. Geschenke. Genau, Geschenke sind auch Ja, noch dabei. die stecken alle in seinem Sack. Ja, das stimmt. Ja. Wie die da wohl reinpassen, ne? Das ist aber, Naja, man munkelt noch. ja. Und typisch für die Playmobil Weihnachtssets ist hier auch, dass hier auch so ein bisschen Kulisse dabei ist. Also ein paar Aufsteller aus, ja, ist das, ich wollte gerade sagen Papier, aber ist eher so Pappkarton, glaube ich. Anders kann ich es jetzt gerade nicht beschreiben, aber ich denke mal, diejenigen, die die Sets kennen, die wissen ungefähr, was für eine Art Papier das ist. Da gibt es immer dann zu diesem Set, zu diesem Kalender, dann auch so ein Thema. Und hier in dem Fall ist das halt die Küche. Dieses Szenario hier mit dabei und kann all diese Sachen, die in dem Set mit verfügbar sind, da reinstellen, um dann wirklich eine tolle Kulisse zu haben. Also ja, bin ich schon ein Riesenfan von. Ein Traum für die Eltern, muss ich ehrlich sagen. Hm? Weil es dauert nämlich nicht lange, dann fliegen die ganzen Artikel irgendwie irgendwo rum. Ja, Und das kleine Diorama ist noch nicht mehr aufgebaut. Aber der Nachwuchs sagt natürlich, nein, das müssen wir unbedingt ja, behalten. ja, das stimmt. Ne? Also auch wenn das Playmobil schon lange wegsortiert ist, ist das natürlich ein Ja, Heiligtum, was dann nicht weg kann. Also ähm, ja, die Kinder freuen sich drüber. ja. So, dann müssen wir mal gucken, was wir noch alles so haben. Philipp, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weitermachen, aber wir können uns ja ein bisschen spontan entscheiden hier. Wir haben so eine riesen Auswahl, so viele Produkte.
Ja, ich würde jetzt mal einen Schwenk machen zum Novelmore-Kalender von 2021. Den fand ich ganz cool. Mhm. Gibt es ja auch aktuell noch im Shop. Ja. Was mir bei dem irgendwie aufgefallen ist, ich finde den von der Bestückung relativ cool, ja. Also du hast irgendwie, ist ja Darius Da Vincis Schrauberwerkstatt da. Mhm. Und was mir sofort ins Auge gefallen ist, dass du da sogar ich sag mal, ein Burgmauernstück mit dabei hast für die große Novelmoor-Festung. Also eigentlich, wenn du die Novelmoor-Ritter-Festung hast, ist das ja natürlich eigentlich eine total coole Ergänzung, ja. Also die kannst du damit einklemmen, ja? Ja, du hast ja alles mit Okay. X-Bausteine hier. Genau, also du könntest die dann einfach da ergänzen. Weiß ich nicht genau. Du hast ja, ich glaube, die ist auch geteilt, genau. Du könntest quasi deine Burg an zwei Stellen ein bisschen Mhm. aufmachen, klemmst die beiden dazwischen und hast sie dann dadurch ein bisschen größer gemacht. Und finde ich in Summe ganz cool gelöst. Ja. Von den Artikeln, die dabei sind, feiere ich eigentlich siehst du diesen Eimer-Roboter da? Mhm. Oder Ja, ich sehe. Ja, auf jeden Fall. Ist eine Figur, ja, ne? das ist ja von ihm eine konstruierte Übungs-Schwertkämpfermaschine da. Ah. Und ja, dass die dabei ist, finde ich auch ganz cool gelöst. Mhm. Diese Kralle finde ich ganz cool, dass die damit bei ist, ne? Diese Armkralle. Sieht man Ah, auch stimmt. relativ Ja, ja. selten. Über die haben wir letztens schon Ja, gesprochen, ja. genau, genau. Ja, bei dem Thema Wolverine, ne? Genau. Und wo wir da Ja. waren, genau. Ja, finde ich an sich gut gelöst, ne? Natürlich noch die Hauptprotagonisten da irgendwie mit dabei. Also Prinz Arwen, kennst du ja, ne? Ein bisschen, ja. Genau, und ich weiß, die andere habe ich gerade vergessen. Und zwei Burnham Raiders Bösewichte. Mhm. Ähm, und als letzten coolen Artikel wollte ich noch benennen, hier diesen Gleitschirm. Ja, den finde ich auch cool. Den habe ich sofort gesehen, ja. Ja, ja, genau. Also so ein bisschen, ja gut, ist ja nun jetzt dicht angelenkt, ne? Oder angelehnt. Dario da Vinci, Leonardo da Vinci, ne? Mhm. Also das ist ja so ein bisschen, da hat man ja schon tief in die parallele Kiste reingegriffen, dass Ja, das das ist auch schon sehr alles ähnlich, klar ist, ja. ne? Ja, ja, genau. Und da so eine Urzeit-Flugmaschine, Flugdrache ist ja, weiß ich nicht, finde ich einfach gut umgesetzt, ja. Das ist quasi so ein Erfinder, ja. Das ist der Erfinder, Ah, genau. okay, Der macht hier die ganzen Waffen da, von wegen hier Blubbermaschine und so ein Zeug Ah, da. okay, der unterstützt quasi die Guten. Natürlich, der trägt doch Okay. blau, siehst du doch. Ah, okay, okay. Ich bin da nicht so tief Ja, drin in der genau. Geschichte. Ja, ja, Von der kommt daher, aus da, der Dynastie und sein Vater war auch schon Erfinder und eigentlich ist er bloß der Hausmeister von der Burg, aber da gibt es hm, ganz viele, also zumindest laut Hörspiele da, ne? ja. Ja, genau. Cool ist ja auch dieser Durchbruch durch die Mauer. Erinnert Haben mich, sie doch alle, oder? ja, haben die, ja, genau, haben die meisten schon. Da Ja, ist so typisch rittermäßig und natürlich auch typisch westernmäßig, weil da gibt es ja auch diesen Durchbruch des Sheriffs oder des Gefängnisses, des Sheriffs Office. Also das ist ja auch so ein, ja, so ein typisches Detail, was man da irgendwie mit einbringt und finde ich ganz süß. Und oben auch diese Verteidigungsanlage im Turm der Burg oder auf dem Turm der Burg ist auch richtig süß. ja, obwohl du da natürlich es gibt ja zwei verschiedene Pfeile dafür, ne? Und Mhm. die du jetzt da drin hast, die haben ja diese kleine Knubbel da drin. Die sind natürlich teilweise echt so ein bisschen umknickgefährdet, ne? Ah, okay, also gehen schnell kaputt, ja. Ja, ja, ich hab da ein paar Krumme von auf jeden Fall hier im Mhm. Haushalt. Mhm. Also sobald die da mit Kinderhände reingestöpselt werden und ordentlich mit Druck da rein, also du kannst die mit Druck rausschießen, also musst du sie auch mit Druck reinstechen, ne? Mhm. Ist halt nicht so wie ich sag mal, die also hier diese federbelasteten Kanonen beispielsweise mit diesen Pfeilen, Ja, ne? Die du da besser die reinstecken sind ja kannst. relativ stabil, ne? Die sind relativ stabil. Du kannst sie reinstecken, schießt du durch Federkraft und musst die nicht durch Druck rausballern. Ja, Und dadurch sind die so ein bisschen besser in der Handhabung, ne? Ja. ja. War früher auch ein Problem bei den Indianern immer, die hatten ja auch so eine Pfeile und da war es irgendwie auch schwierig, weil die Sachen dann, also entweder sind die Pfeile verloren gegangen oder die sind irgendwie umgeknickt. Also das ist da immer ein bisschen schwierig, wenn der Stoff so weich ist, ähm, ja, dieses Ja, Zeug so teilweise ist komisch. einfach der Hebel zu groß, ne?
Also dieser Knubbel ist ja mitten in diesem Pfeil drin. Also in der Mitte des Pfeils, ne, ist dieser Knubbel, den musst du da reinstecken. Dann hast du Mhm. halt irgendwie seine 3, 4, 5 Zentimeter, die das Ding noch rausguckt. Mhm. Und wenn du dann irgendwie mit Druck da hinten drauf drückst, dann kann es natürlich sofort passieren oder leicht passieren, dass das Ding in dir wegrutscht. Ne? Gerade ich sag mal, etwas schief angesetzter Energie, ne? Dann Mhm. ist das raus. Aber wollen wir es gar nicht schlecht machen. Von Pfeilen kann man nicht genug haben. Geht in den Ersatzteilshop und bestellt euch welche nach. Genau. Ja. Und die lassen sich auch gut ersetzen durch andere Sachen. Also es gibt auch, bei der Feuerwehr gibt es die Dinger auch. Die haben dasselbe System. Dann ist es halt nicht gelb, sondern so wasserförmig in Blau. Kann man alles verschießen. Geht alles. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Highlight hier. Also dein Favorit kann man sagen, ja? Oder kannst du sagen? Nö, ich habe noch 2 weitere, die ich hier ganz cool finde. Das ist der erste, der oben in der Liste stand. Okay. Ja, was hast du denn so? Was ist denn so dein Kalender, den du jetzt hier mal auspacken willst? Nummer 2, den wir hier mal besprechen müssen. Oh, muss ich kurz überlegen. Ich würde auf jeden Fall über den Zurück in die Zukunft Kalender, also den zweiten Kalender, der aktuell noch auf der Homepage verfügbar ist, auf den würde ich eingehen, weil das der Kalender zum dritten Teil von Zurück in die Zukunft ist. Und den Kalender habe ich mir nämlich auch in diesem Jahr gekauft. Okay. Und zwar, ich muss mal ganz kurz hier öffnen, sonst kann ich gar nicht sagen, was da drin ist. Geht sofort weiter hier. Und dann fange ich damit gleich mal an, wenn ich es gefunden habe. Tipp doch einfach auf den Link. Ja, ich suche ihn gerade. Aber ich habe ihn gleich. Ah, hier ist er. Guck mal. Hier. Zack. Also, Freunde. Freunde. Ja, genau, das ist der Kalender mit der Produktnummer, ich habe sie gerade gesehen, 70576. Und ja, erstmal zur Erklärung, für mich waren ja Lizenzen im Playmobil-Bereich immer komplett fremd, weil das ja früher einfach nie dazugehörte und früher konntest du dann die angucken, wie Lego mit Lizenzen ja umherjongliert hat. Und das war dann immer ein bisschen traurig aus Playmobil-Sicht, weil du einfach wusstest, Playmobil wird keine Lizenzen bekommen. Da kannst du dran glauben, wie du willst, oder kannst hoffen und beten, wie du willst. Da passiert gar nichts. Und das war ja lange Zeit einfach so, dass da wirklich nichts passiert ist. Aber dann hat sich das Blatt ja dann ein bisschen gewendet und dann kamen so tolle Lizenzen wie zum Beispiel das A-Team und auch Zurück in die Zukunft. Und das sind ja beides Sachen, die ich immer geliebt habe. Also da konnte ich mich total mit identifizieren. Und dann kam ja irgendwann Porsche auch. Also das sind alles so coole Sachen einfach, die mir als Kind schon gefallen haben. Und da fand ich schon ganz, ganz witzig. Und ja, gerade Zurück in die Zukunft ist, glaube ich, ein Film, den sehr, sehr viele Leute mögen. Oder 3 Filme, die viele Leute mögen, habe ich kürzlich auch erst gesehen. Und ich habe den ersten Film, glaube ich, früher 2-mal gesehen. Den zweiten fand ich dann nicht so doll. Den habe ich nur einmal gesehen. Und ich glaube, den 5. Teil habe ich als Kind schon 5-mal gesehen, weil es halt das Western-Thema ist. Und da gibt es wirklich passend und richtig perfekt für mich zu diesem Film halt auch diesen Adventskalender mit allen möglichen Sachen, die irgendwie dazugehören. Und ja, was auch so ein Ausmaß angenommen hat, dass man den DeLorean, wenn man ihn dann umfunktionieren kann oder wenn man ihn hat, dann kann man ihn umfunktionieren. So rum ist es richtig. Dann kann man ihn auch wie im dritten Film nämlich mit diesen tollen Reifen bestücken. Die sind hier nämlich dabei. Also ja, Die Eisenbahnräder, meinst du? die sind genau die Eisenbahnräder, aber auch diese Reifen. Damit So ein starten die ja, Weißrad. damit starten die ja 1955, weil oder Marty muss ja 1955 dann zurück in, jetzt muss ich kurz überlegen, 1875 oder 1885? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. 1800, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ähm, kannst du ja auch nachreichen, ist ja auch Wumpe. genau, auf jeden Fall muss er ja zurück in die Zeit des Wilden Westens. Und da bestücken die den DeLorean nämlich mit diesen ja, rot-weißen Rädern oder mit diesen rot-weißen Felgen. Und die sind auch dabei. Also genauso wie der DeLorean da startet, gibt es diese Räder hier. Und dann, genau zum Ende des Films, kommt der DeLorean dann ja auf Schienen wieder zurück in die Gegenwart. Und da sind diese ja, Reifen dabei, mit denen man auf den Schienen fahren kann. Also das ist ein witziges Detail. Und außerdem ja,
gibt es hier auch das Outfit von Marty, diese ganz, ganz komische, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieses ganz, ganz komische Kostüm, mit dem er da in den Wilden Westen geht. Also die Sachen sind ganz cool, der Grabstein ist dabei. Wir haben so ein bisschen Kulisse, das Rathaus mit der Turmuhr und der Glocke sind dabei. Also richtig coole Details. Dann ist auch der Poncho dabei. Also du hast einfach alle möglichen Dinge, die da in den Film gehören. Und ja, finde ich, hast dann sehr, sehr viel Spielspaß. Und ich habe mir auch, als die ersten Artikel zu dem Thema rauskamen, dann immer die Frage gestellt, ja, ob da mal was vielleicht zum Western-Thema kommt, zum dritten Teil, weil ja irgendwie auch so ein bisschen angekündigt wurde, zu jedem Film, zu jedem Teil sollen dann Produkte kommen und dann war es dann wirklich so, dass dieser Adventskalender dann passend dazu war. Ich habe natürlich die Eisenbahn so ein bisschen vermisst, weil ja zumindest so eine kleine Chance bestand, dass die so eine Eisenbahn rausbringen und ich dachte, bei so einem großen Lizenzthema wie Zurück in die Zukunft, da wäre es irgendwie noch ganz geil, wenn dann mal neue wieder... Steering Mary, ne? Ja, das wäre cool. Oder dann vielleicht ein bisschen kleiner. Aber ist leider nicht passiert. Aber na gut. Aber hier diese Eisenbahnräder, ne? Ja. Radreifen, Speichenräder. Wenn du die da wirklich raufgefummelt hast auf dem DeLorean, der hat ja trotzdem immer noch eine andere Spurbreite, ne? Ist also bloß, also der passt nicht rauf auf die normale Schiene, ne? Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Problem, ne? Ja. Also, weil normale Schiene, ich glaube 45 Millimeter, ne? Und ich glaube, die Spurbreite vom normalen Auto mindestens 8. Ja, ich habe die Karre gerade vor mir hier. Ja. Und ja, das wird nichts. Ja. Ja, wird nichts. Also da ist, weil da war ja so ein bisschen Hoffnung, glaube ich auch, ne? Dass das, als das veröffentlicht wurde, da ging die Community direkt so ein bisschen durch die Decke und hat gedacht, oh, jetzt das ist ja ganz cool, jetzt kann ich den umbauen und hast nicht gesehen. Und das ist dann gar nicht der Fall, ne? Der passt ja gar nicht rauf, ne? Auf die Schiene, ja. Okay. Mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war so ein bisschen Rust mit Alec Baldwin, ne? Achso, du meinst, ja. Stimmt, Ja. Alec Baldwin hatte den Film gedreht und hat dann die Kamerafrau irgendwie aus Versehen erschossen. Ja, genau, weil wir da so eine Kamera dabei haben, wir haben einen Revolver mit dabei. Ne, das, den größten Bezug zum Film habe ich jetzt nicht. Also ich hätte tatsächlich die ganzen zeitlichen, wann er wo war, gar nicht einschätzen können. Ne? Und ich kann auch mit dem ein oder anderen Accessoire nichts anfangen. Also von wegen, wo gehört jetzt der Poncho hin oder wie war das oder sowas. Ne? Aber genau. Was ist das da mit diesem Gewehr? Das ist das Scharfschützengewehr von Doc Brown, was er im Film benutzt. Also das ist auch ein relativ bekannter Artikel und auch ein Artikel, den ich mir im Vorfeld schon gekauft habe, auch im Ersatzteilshop. Aber ja, ist natürlich dann cool als Fan, weil du hast es im Film fast genauso. Also du erkennst es sofort wieder. Ist ganz, ganz geil. Okay. Oh. Und dann gibt es noch diese ganz bekannte Szene von Marty McFly beim Duell mit Buford Tannen oder Mad Dog oder wie auch immer er hieß, also einem entfernten Verwandten von Biff. Und da hat er diesen Schutz, diesen Panzer, den man da sieht, auf seinem Western-Outfit und wehrt dann mit diesem Schutz oder mit dieser Platte vor seinem Oberkörper die Kugel ab von Mad Dog. Und das ist dann auch cool, weil du siehst das wirklich auf der Figur. Also das ist für Fans echt ein Highlight. Okay. Ja, und dann gibt es dann die 3 verschiedenen, ich weiß gar nicht, wie die hießen, diese Beschleuniger für den Ofen des Zuges, weil die Maschine muss ja dann auf 88 Meilen kommen. Also die Eisenbahn, die Lokomotive muss auf 88 Meilen kommen und dann hat man diese, ich weiß gar nicht, Brennbeschleuniger oder wie auch immer die heißen, verwendet da in 3 verschiedenen Farben, grün, gelb und rot und die sind alle dabei. Also das ist auch ein witziges Detail und ich werde dann irgendwann auch, wenn ich diese ganzen Sachen dann ausgepackt habe am Ende des Monats, werde ich auch ein paar Bilder machen zu dem Thema, glaube ich. Ja, dann freut euch mal drauf. Ja, also finde ich echt cool. Da bin ich absolut Fan von und freue mich da riesig, dass die Sachen gekommen sind. Lässt du es dann zurück in die Zukunft, also in dem einen Thema sein oder wirst du es noch mit anderen Sachen mixen auf den Bildern? Ich mache nur glaube ich, zurück in die Zukunft. Okay. Ich glaube, das ist ganz witzig, ja. Und cool ist auch, hier ist der andere Hund von Doc Brown dabei, also nicht nur Einstein, sondern auch Kopernikus. Ich glaube, Kopernikus heißt er. Der ist hier auch mit einem Set, wird auch ein Riesen-Highlight. Also
freue ich mich riesig, weil es ist wirklich so ein bisschen meine Kindheit und wenn ich so sehe, meine Kindheit oder einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit, auch so ein bisschen wie bei A-Team, wird mit Playmobil gemischt, da finde ich es echt richtig cool. Ja. Ja, auf jeden Fall ein Highlight. Philipp, welches Highlight hast du denn noch mitgebracht? Ja, ich habe mir noch ausgesucht den Polizeikalender mit der Nummer 4168 Hm. aus dem Jahre 2012. Okay, den habe ich jetzt offen. Finde ich irgendwie zeitlos klassisch. Ja, Also, dieses ganze Police mag ich eigentlich nicht so. Ich finde irgendwie schöner, wenn die Figuren auch wirklich Polizei sind. Ne? ja. Also auch Autos würde ich mir mit Police, glaube ich, nicht so ins Zimmer stellen. Ne? Ich Ja, finde es irgendwie. Aber so vom Inhalt finde ich es ganz gut. Eigentlich so ein richtiger ja, Museumseinbruch, ne? ja, das stimmt, ja. Könnte man fast sagen, aktuelles Bezugthema, ne? Der goldenen Münzen sind ja weg oder wir kennen alle den Bode-Museum-Raub und so weiter und so fort. Ja. Hier haben wir alles dabei, was man irgendwie in so einem Museum braucht. Wir haben Goldmünzen dabei, wir haben eine Pharao-Sphinx, wir haben so eine Pharao-Urne, wir haben Skelett mit Mumie, hier so eine ägyptischen Schwerter und Dolche, alles in Gold, so ein bisschen, so eine Wunderlampe da, also alles, was man irgendwie früher mal ausgegraben hätte können, ist Mhm. dabei. Ja, der Polizist hat noch einen Quad mit dabei. Ja, den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten halt Schlagschockpistole. Ja, und der Räuber kommt auf ein Fahrrad, ne? Ja, ja. Genau, auf ein Fahrrad hat auch alles dabei, was man so als Räuber braucht. Mütze, einen großen Sack, ein Brecheisen und eine Sonnenbrille. Mhm. Und finde ich an sich ist es gut gelungen, also weiß ich nicht, denn ist auf jeden Fall eine schöne Spielidee, ne? Finde ich auch, ja. Finde auch witzig hier, dass dieses Fahrrad dann später auch bei diesen Fahrradpolizisten verwendet worden ist. Da gibt es nämlich genau dieses gleiche Fahrrad. Ja, Ähm, Da hat man einfach die Rollen vertauscht oder das Accessoire dann einfach der Gegenseite überlassen. Ich finde die Kritik an dieser Police-Serie komplett berechtigt. Also da ist natürlich immer komplett subjektiv, aber da gehe ich komplett mit, weil das immer so ein bisschen billow aussieht. Also irgendwie sind das irgendwelche schwarz-grauen Klamotten, da steht dann Police drauf und das hat für mich irgendwie gar keinen Realitätsbezug, weil das irgendwie echt mit wenig Liebe, finde ich, immer dargestellt ist. Also da hätte man ein bisschen was Cooleres machen können. ja, weiß ich nicht. Ich finde die anderen irgendwie besser gestaltet, ehrlich gesagt, oder so. Ich weiß nicht, ich würde mich auch dran stören. Also wir machen es natürlich auch aus einer anderen Perspektive, ne? Also meinem Lütten wird es egal sein. Da steht vorne was drauf, ist ihm egal. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie mal ein Bild machen solltest und du hast da 3 Autos stehen und auf 2 steht Polizei drauf und auf dem dritten steht Police, Hm. könnte ich nicht. Nee, finde ich auch Würde mich schwierig. stören. Ja, Ja. also von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Sachen aussortiere, aber wenn ich die Wahl habe, dann Ja. nimm die ihren Weg auch wieder raus aus dem Bestand. Ja, so ist es nicht. Hm. Ja. Das letzte Highlight, was es vielleicht noch mal mit dazu gibt, siehst du diesen kleinen weißen Kasten mit dieser orangenen oder roten Leuchte und diesem kleinen Knöpfchen? Ja. Das ist übrigens ein Alarm, ne? Ah. Also du kannst dann quasi, wenn der Einbrecher dann eingebrochen ist und den imaginären Laserstrahl gekreuzt hat, obwohl er Ja. sich ganz doll bemüht hat, dann geht natürlich der Alarm an Ja. und der Einbrecher ist natürlich vorher mit dem Fahrrad gekommen, hat sich dann mit dem Enterhaken ins Museum rein abgeseilt Ja. und dann kommt natürlich der Police Officer mit Helm, Handschuhe und Quad herbeigebrummt und dann darf sich der Einbrecher überlegen, ob er sich noch niederknüppeln lassen möchte oder sich sofort waffengewaltsmäßig ergibt Ja. oder eventuell sogar den Kampf aufnimmt, indem er sein mitgeführtes Gewehr benutzt. Ja, also für alle was dabei. Ja. Da muss ich sofort an Mission Impossible denken, glaube ich. An den ersten Teil war es, glaube ich. Wo es ja auch darum ging, dass ja an dieser Laser, nicht Markierung, aber an dieser, ja, wie sagt man das am besten? Diese
Laserbarriere vielleicht, dass er da auf jeden Fall vorbeikommt. Und das war ja auch so ein Akt. Also sehr, 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 sehr witzig. Hat mich sofort daran erinnert. Ja, da war ja aber auch irgendwie, er durfte nicht schwitzen und dann ist er abgerutscht, weil die Stimmt. Hände irgendwie zu nass wurden Und hing und kopfüber, ne? der Boden war alles voll mit Druckplatten und man durfte da nicht rauf, ne? Ah ja, ja. Ja, ja, gut. Und dann kommt trotzdem der Abu Chaka klar mit einer Sackkarre und macht's klar. So, was hast du denn noch so erblickt, was du hier nochmal anführen möchtest? Wir haben hier sonst noch im Angebot, was ich ganz cool fand, weil es einfach ein Sportset ist. Und Sportsets ja dann doch sehr, sehr beliebt sind bei mir. Und zwar, da gibt es hier aus dem Jahr 2018 auch ein Lizenzthema. Ein Lizenzthema, das wir auch nochmal vorstellen werden. Und zwar geht es hier um die NHL, also um die National Hockey League, um die Eishockey-Liga der USA oder man muss ja sagen, ist ja auch Kanada, also USA und Kanada. Und da gibt es halt diesen coolen Adventskalender, den wir euch auch nochmal ganz kurz vorstellen hier. Produktnummer ist die 9294. Und ja, das ist ganz süß gelöst. Hier gibt es so eine kleine Trainingsgeschichte, so ein kleines Trainingsszenario, was wirklich ganz witzig ist. Sieht aus, als ob der Eishockey-Profi die beiden Kinder, die hier dabei sind, anleitet. Also der ist dabei und führt hier Training mit den Kids durch. Gibt Ja. natürlich auch die NHL-Trophäe mit im Set. Die ist hier mit reingebaut. Es gibt den Goalie. Der Goalie ist allerdings nicht als Figur verfügbar, sondern ist so ähnlich wie auch in der Fußballfolge. Da gab es ja auch diese eine Torwand, die wir euch vorgestellt haben. Ist der Goalie hier im Tor mit integriert, also so als festes, ich weiß gar nicht, wie man es am besten sagt, festes, Fest eingebaute Wand, ne? genauso fest, genau, so ein Wandexemplar, genauso, dass es da ein paar Lücken gibt, die man hat, um das Tor zu erzielen, ja. Ja, ergänzend nochmal zum NHL-Spieler, der ist ja hier nicht, also aus dieser, ich sag mal, Tippkick-Figur, Ja, also ist sie ausgebildet, ne? Du kannst genau, mit dem auch spielen. Du hast diesen kleinen Hebel, den du zurückziehen kannst, genau. dass er dann mit dem Schläger den Puck auch irgendwie da mit sich ins Wirbelt. Also du hast noch so ein bisschen Spielspaß im Sinne von, ja, diesen kleinen schwarzen Puck mit dem Ding da mal rumschießen, ne? Ja, finde ich irgendwie auch süß, also finde ich ganz lustig und ist ja so ähnlich wie beim Fußball halt, ich glaube aber mit einer Besser. ja, ein bisschen besser vielleicht und ich glaube, die Zielgruppe ist eine andere. Ich kann mir so vorstellen, dass man sich beim Fußball vielleicht Gedanken gemacht hat, dass das eher so ein bisschen für Europa bestimmt war, weil da die Fußballbegeisterung ein bisschen größer ist. In den USA gibt es die ja nicht so oder gab es die nicht so. Das hat sich auch ein bisschen geändert, aber da sind ja Basketball, Eishockey und Football auf jeden Fall größer. Und ich kann mir vorstellen, um da so ein paar Kinder oder vielleicht auch Erwachsene noch abzuholen, gerade in den USA und in Kanada. Hier hat man sich dann vor ein paar Jahren die NHL-Rechte gekauft und hat dann auch zu jedem Team einen Spieler rausgebracht und den Goalie. Also da gibt es eine ganz, ganz coole Geschichte. Wie gesagt, stellen wir euch noch vor. Ja. Und Und vor allen Dingen auch andere Produkte, ne? Wie zum Beispiel die Eismaschine. ja, die Eismaschine, genau. Also das ist ja, spielt ja auch alles mit da. Genau, richtige Highlights. Also da gibt es wirklich ganz, ganz süße Sets und richtig tolle Produkte. Ja. Ja. Wollte ich mir auch mal kaufen. Also habe ich auch schon überlegt, mir mal so eine Eisfläche zu kaufen, weil die echt nicht teuer ist. Und muss ich mal gucken, vielleicht hole ich mir die auch noch. Aber, Lars, der Hm? Platz. Ja, stimmt, ja. Der Platz. Ja, das stimmt. Man kann ja nicht alles haben. Nee. Aber manchmal gibt es Ja. die wirklich richtig günstig. Deswegen denke ich mir da, komm, einfach mal holen. Einfach mal holen. Schmeißt du halt den Herd raus. Oder hast keinen Platz mehr für die Küchenmaschine, die nicht da ist. Genau, genau. Ja. Ja, ich habe noch 2 Kalender gesehen, wo mir was aufgefallen ist, Mhm. was ich vorher nicht wusste. Und zwar gibt es einmal den Kalender mit den magischen Meerjungfrauen Ja. aus dem Jahre 2021 mit der Produktnummer 70777, als auch die Polizeitaucher, auch von 21, Ja. mit der Produktnummer 70776. Und wenn man sich diese Sets anguckt, dann stellt man fest, dass mit dabei ist so eine Tinti
Brausetabletten-Zeug. Und als ich das gesehen habe, wusste ich natürlich sofort, was das ist. Das sind so eine Badezusatzgeschichten. Also ja. für kleine Kinder natürlich mega. Baden ist langweilig, aber wenn das Badewasser bunt ist, ist die Welt auch bunt. Ja. Und da gibt es manchmal auch so ein kleines Tattoo noch mit dabei, was man sich dann darauf aufbügeln kann mit so einem kleinen Tinti-Oktopus da drauf. Und ich habe nicht gewusst, dass die da eine Kooperation hatten. Nee, wusste ich auch nicht. Also hast du mir vorhin ganz kurz erzählt oder ganz kurz angerissen in der Vorbesprechung. Habe ich komplett keine Ahnung von. Ja, also komplett überraschend. Finde auch sowieso cool, dass da so ein bisschen Unterwasserwelt auch behandelt wird. Haben wir bei den Figures der Serie 1 auch schon ein bisschen besprochen. Und ja, hier gibt es also auch Meerjungfrauen und ganz, ganz viel Unterwasserspaß. Genau. Ja, obwohl ich mich dann doch wieder eher für den Polizeitaucher entscheiden würde. Ja. Ja. Auch gelungen, finde ich auch gelungen. Ja, finde ich auch ein cooles Set, ja. Ja. Also wir haben sonst im Allgemeinen also ganz, ganz viele Sets, die den Winter betreffen, die den Weihnachtsmann betreffen, wie in der Einleitung schon angekündigt. Also haben da durch die Jahre quasi immer wieder neue Sets, die sich aber größtenteils schon sehr ähneln. Also wir haben den Weihnachtsmann dann in den meisten Fällen dabei. Wir haben irgendwie so ein paar Rehe dabei, so ein bisschen Waldleben. Wir haben Eichhörnchen im größten Teil dabei. Füchse sind dabei. Also solche Elemente werden da immer wieder gerne bedient. Und dann gibt es natürlich Szenarien wie die Weihnachtsbäckerei und auch so ein bisschen das Weihnachtswerkstatt. Genau, Weihnachtswerkstatt, genau, das Wohnen des Weihnachtsmann. Das ist alles so ein Thema. Wir haben den Sinterklaas-Kalender aus dem Jahr 2013 mit der Produktnummer 5217, wo der Zwarte Piet aus Holland, der schwarze Helfer des Weihnachtsmanns, dabei ist. Wir haben hier im Jahr 2014 eine kleine Besonderheit, da ist der Adventskalender mit der Produktnummer 5496 dabei. Der erste Adventskalender mit diesem tollen LED-Weihnachtsbaum, wo der Weihnachtsbaum also selbst leuchtet, batteriebetrieben. Das ist eine tolle Sache. Leuchtet der nur einmal oder mehrfach? Der leuchtet mehrfach, genau. Okay, haben sie es auch wieder gelöst mit so Glasfaser? Genau, so ist das gemacht, ja. Cool. Ja, genau. Ja, das ist ganz cool, verschiedene Intervalle. Ich weiß gar nicht, wie lange der leuchtet, so gefühlt. Egal, der leuchtet. Ja, aber ist richtig cool, habe ich auch ein paar von, ich glaube 4 Stück jetzt mittlerweile. 4 Stück hast du? Ja, ist auch ganz süß, ja. Dann haben wir, ja, ich sage immer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, Philipp, so mit dein Lieblingsthema oder das Thema, zu dem du auch den meisten Bezug, aus meiner Sicht zumindest, mit meiner Wahrnehmung hast, haben wir gerade auch schon vorbestellt. Die Ritterwelt ist immer ganz gut vertreten. Ich breche natürlich die Lanze für die Ritterwelt. Na, einer muss es ja tun. Einer muss es machen, genau. Ja, gut, ich bin der Ritterweltbeauftragte. Ja. Da sind Ritterturniere ja gern gesehen. Da haben wir zum Beispiel mit der 4153 aus dem Jahr 2006 ein Ritterturnier, haben natürlich 2010 auch eins und später kommt dann dieses Drachenelement immer ein bisschen mehr dazu. Also haben wir auch, ja, Ritter und Drachen vermischt, haben 2 Novelmore-Sets. Über das eine haben wir ja gerade schon ausführlich gesprochen. Und ja, für Fans des Einhorns und der Feen haben wir natürlich auch ein paar Sachen dabei. Also ihr seht schon, hier gibt es ganz, ganz viele Produkte, verschiedenste Themen, die hier vom Playmobil bedient werden. Also das Einhornparadies, Einhorn im Feenland in 2 verschiedenen Ausgaben. Aber wer sich jetzt sagt, ja, Piraten bräuchte ich aber auch irgendwie schon, weil die ganz cool sind. Ich habe gar nicht so Lust auf Ritter. Dann gibt es natürlich auch Piratensets und auch für die Pferdefreunde ist hier was dabei. Verschiedenste Sets mit Reiterhöfen sind hier auch dabei. Unsere nächste Folge wird sich vielleicht auch ein bisschen um genau dieses Thema drehen und dann ja, werden wir vielleicht über ein paar Elemente davon nochmal sprechen. Und genau, wie schon angesprochen, gibt es Polizei- und Feuerwehrsets. Also ihr seht schon, hier gibt es alles Mögliche, das wir hier im Gepäck haben. Und noch eine kleine Besonderheit ist hier das Winterwelt-Set von Heidi, also ein weiteres
Thema, das wir hier haben. Also alles Mögliche hier von Playmobil auf den Markt gekommen. Und Philipp, wir haben vorhin noch in einer Vorbesprechung ganz kurz drüber gesprochen. Es gibt 2 XXL-Sets, so werden die ausgeschrieben. Einmal aus 2019, einmal aus 2020. Einmal Weihnachten mit der Familie. Finde ich auch ganz süß, weil da so eine ganze Hausfront dabei ist quasi. Und man da die Möglichkeit hat, das Haus weihnachtlich zu dekorieren. Und dann das Set, über das ich gerade sprechen wollte, diese Stuntshow, die eigentlich ganz cool ist, die in dem Jahr 2019 auf den Markt kam. Also ja, für unsere Stuntfreunde ist ja auch ein bisschen was, ne? Ja, Stuntshow von 2020, ne? Ah ja, 2020, genau. Das Genau, andere, genau, glaub ich. mit der Produktnummer 70544. Ja, als ich es gesehen habe, habe ich auf jeden Fall den Eurotrans-Container Ja, LKW wiederentdeckt. ja, Ein paar brennende Tonnen und ein paar Motorradfahrer. Also da ist auch, ich glaube ich, und diese schwarzen Ölflecken, die wir alle von grünen Slimer kennen, ne? Die sind auch mit dabei. ja, Also eigentlich auch ein ganz, ganz cooles Set, ne? ja, finde ich auch, ja. Mag dieses Cross-Motorrad, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, ja, die Adventszeit kann kommen und wir sind hier wirklich gut aufgestellt, würde ich jetzt mal behaupten. Mit, ich weiß gar nicht, Philipp, du hast gesagt 56 Kalendern. Es waren über die Jahre waren es also über 50, ich glaube 56 Mhm. Kalender und da kann natürlich auch sein, dass wir den einen oder anderen vergessen haben. Ja, Also es waren auf jeden Fall mehr als in eine Folge reinpassen, ne? ja, ja. Genau. Ich wollte am Anfang den Joke machen, dass wir über jeden Kalender jetzt ausführlich 7 bis 8 Minuten erzählen, aber das ja, hätte Den Zuschauer verlieren lassen. jeglichen Rahmen gesprengt Ja, jetzt das. ja, Ja, so ist ja. das. Naja, Lars, dann würde ich sagen, Thema ist ausdiskutiert. Kommen wir zu den wichtigen Themen. Kopf oder Zahl? Ja, dann lass uns mal eine Runde Kopf oder Zahl spielen.